Kinder erfüllen oft nicht die Erwartungen ihrer Eltern, insbesondere wenn die ältere Generation ihr ganzes Leben der Arbeit und dem Aufbau gewidmet hat. Bevor man jedoch versucht, sein Kind auf den richtigen Weg zu bringen, sollte man sich an die Protagonisten der heutigen Geschichte erinnern, für die all dies tödlich endete. Montecchio de Crassare ist eine ruhige Kleinstadt in der Provinz Verona, die in einer Ebene zwischen den Bergen Italiens liegt. Im Jahr 1991 lebten hier etwa 4000 Menschen, von denen die meisten fleißig und wirtschaftlich tätig waren. Die Stadt war ruhig und friedlich, alle Einwohner kannten sich, von Gewaltverbrechen hatte man hier noch nie gehört. Dennoch ereignete sich genau hier in der Nacht vom 17. auf den 18. April 1991 ein schreckliches Ereignis, das das gewohnte, ruhige Leben der Provinzstadt erschütterte. In der Nacht des 18. April 1991 wurde ein Streifenwagen der Carabinieri von besorgten Einwohnern zu einer der Straßen gerufen. Als sie an einer Villa ankamen, sahen sie direkt auf der Straße einen jungen Mann, der sich wie ein Verrückter verhielt. Er rannte auf die Straße, schrie etwas und fuchtelte mit den Armen. Auf alle Fragen der Carabinieri antwortete er, dass er in sein Elternhaus zurückgekehrt sei und eine schreckliche Szene vorgefunden habe. Der junge Mann glaubte, dass seine Angehörigen ums Leben gekommen seien und zeigte ihnen den Ort. Als die Polizeibeamten in den 2. Stock der Villa gelangten, fanden sie ein wahres Blutbad vor. Ein Mann und eine Frau lagen blutüberströmt auf dem Boden, waren zerfleischt und mit einem Laken bedeckt. Die Köpfe beider waren durch zahlreiche Schläge mit einem stumpfen Gegenstand zertrümmert. Auf dem Kopf der Frau befand sich eine Plastiktüte. Beide hatten so schwere Verletzungen erlitten, dass ihre Gesichter nicht mehr zu erkennen waren. Dennoch konnte der Gerichtsmediziner die Toten als Herrn und Frau Maso identifizieren. Der 56-jährige Antonio Maso war Landwirt, besaß mehrere Grundstücke und war selbstständig tätig. Jedes Jahr lieferte er Tonnen von Beeren und Obst aus seinen eigenen Gärten. Seine Frau Maria Rosa Tessari war 8 Jahre jünger. Sie wurde Hausfrau, sobald sie ihr erstes Kind von Antonio bekam. Das Einkommen des Mannes reichte für ein komfortables Leben für die beiden und ihre 3 Kinder, die während ihrer gemeinsamen Zeit geboren wurden. Sie lebten über 20 Jahre lang in einem großen, schönen Haus mit einem gepflegten Garten. Die Masos wurden zu einer der wohlhabendsten Familien der Stadt. Der Mann besaß verschiedene Immobilien, darunter auch teure Autos in der Garage. Der Reichtum gehört Antonio, der sein ganzes Leben lang hart und lange gearbeitet hatte. Nun war die Villa der Familie zu einem Haus des Schreckens geworden. Die ursprüngliche Version des Überfalls war ein Raubüberfall. Die Kriminalbeamten fanden umgestürzte Möbel vor, einige Gegenstände waren auf den Boden geworfen worden. Das erinnerte sofort daran, dass in letzter Zeit in der Gegend mehrere Fälle von Raubüberfällen auf Villen lokaler Bauern gemeldet worden waren. Eine Bande war in der Gegend aktiv und hatte es speziell auf wohlhabende Bürger abgesehen. Allerdings war diese Tat der erste tödliche Vorfall im Zusammenhang mit einer Reihe von Einbrüchen. Zuvor waren die Einbrecher ausschließlich in leerstehende Häuser eingebrochen und hatten niemandem Schaden zugefügt. Das alles wirkte seltsam. Die Ermittler wollten herausfinden, was genau aus dem Familienhaus verschwunden war, da die gestohlenen Gegenstände helfen könnten, den Mörder zu finden. Der junge Mann, der zum Polizeiauto gerannt war, war das jüngste Kind des Paares. Er hieß Pietro Maso. Nun war er einer der wichtigsten Zeugen für die Ermittlungsbehörden. Er wurde als erster befragt. Der 19-jährige Sohn der Opfer lieferte erste wichtige Hinweise. Antonio und Maria Rosa waren an diesem Abend ebenfalls nicht zu Hause. Sie waren mit ihrem Auto zu einer religiösen Versammlung in einer Nachbarstadt gefahren. Die Religion spielte in ihrem Leben eine wichtige Rolle. Beide besuchten regelmäßig solche Veranstaltungen, um dort neue Leute kennenzulernen. Um 22:30 Uhr sollten die Masos nach Hause zurückkehren, da Pietro auf eine Disco gehen wollte. Sie wollten ihren Sohn noch vor seiner Abreise sehen. Der junge Mann hatte vor, gegen 23:30 Uhr zur Disco zu fahren. Pietro gab an, dass er sich von seinen Verwandten verabschiedet, in ein anderes Auto der Familie gestiegen und weggefahren sei. Er habe keine verdächtigen Personen auf der Straße gesehen, es habe keine Anzeichen für einen Überfall gegeben. Pietro gab an, nach der Disco gegen 2 Uhr nachts nach Hause gekommen zu sein. Er sei sofort beunruhigt gewesen, da das Garagentor offen stand. Er sei mit dem Auto seiner Eltern weggefahren und habe sich genau daran erinnert, alles abgeschlossen zu haben. Sein Vater und seine Mutter schlossen sie immer ab, daher erschien ihm dieses Verhalten ungewöhnlich und beunruhigend. Dann bemerkte er, dass im Flur Licht brannte.
Auch das war ein beunruhigendes Zeichen. Es wurde immer für die Nacht ausgeschaltet und seine Eltern mussten bereits schlafen. Als der Junge hineinging und in den 2. Stock hinaufstieg, bot sich ihm ein so schrecklicher und blutiger Anblick, dass er erschrak und beschloss, sofort wieder auf die Straße zu gehen. Er wandte sich an die Polizei. Sein Bericht ermöglichte es, den Zeitpunkt des Überfalls zu präzisieren. Jemand hatte Antonio und Rosa zwischen 23:30 Uhr und 2 Uhr morgens brutal zu Tode geprügelt. Nach Angaben des jungen Mannes hatte er die ganze Zeit außerhalb der Villa seiner Eltern verbracht und wusste nicht, was zu Hause vor sich ging. Daher mussten die letzten Stunden im Leben des Ehepaars Maso anhand der Aussagen der Nachbarn rekonstruiert werden. Die Polizei befragte die Nachbarn in der Hoffnung, dass jemand den Doppelmord gehört hatte. Leider hatte niemand etwas bemerkt, was jedoch an dem starken Regen liegen könnte, der am Abend und in der Nacht gefallen war. Um die Umstände zu klären, nahmen die Carabinieri Pietro mit auf die Wache. Der junge Mann erzählte, dass er den Abend mit seinen Freunden in einer Bar verbracht und anschließend einigen von ihnen geholfen habe, nach Hause zu kommen. Er wiederholte erneut, dass er gegen 23:30 Uhr von seinen Eltern weggefahren sei, um in eine Disco zu gehen. Nach Angaben des jungen Mannes verbrachte er den ganzen Abend mit seinen besten Freunden Giorgio, Paula und Damiano, die seine Aussage bestätigten. All dies klang nach einem stichhaltigen Alibi. Die Ermittler fanden keine Einbruchsspuren, aber Pietro versicherte, dass seine Eltern den Schlüsselbund im Garten versteckt hatten. Wahrscheinlich wusste der Mörder davon und konnte so ungehindert ins Haus gelangen. Der junge Mann wollte bei den Ermittlungen helfen und erinnerte sich, dass er in den letzten Tagen oft einen weißen Volkswagen gesehen hatte, der am Haus der Familie vorbeifuhr. Manchmal stand das Auto lange gegenüber, als würde jemand die Bewohner beobachten. Allerdings konnte er weder das Kennzeichen noch eine Beschreibung des Fahrers liefern. Danach wurde der junge Mann entlassen. Der Junge erregte die Aufmerksamkeit von Journalisten, die sich für den aufsehenerregenden Doppelmord interessierten. Pietro schien mit großer Neugierde mit den Reportern zu sprechen. Er erzählte wiederholt die Geschichte, wie er seine Eltern in einer riesigen Blutlache gefunden hatte, wobei er mit jedem weiteren Interview seine Geschichte um neue blutige Details ergänzte. Schon zu diesem Zeitpunkt fiel den Ermittlern auf, dass er nicht wie ein trauernder Sohn wirkte. Es schien, als genieße er die Aufmerksamkeit der Medien und seine Minuten des Ruhms. Danach sprachen die Polizisten mit Pietros Freunden. Diese bestätigten, dass sie den Abend zusammen verbracht hatten, aber keine Informationen zum Tatort geben konnten, da sie früher nach Hause gegangen waren. Unterdessen ergab die Untersuchung der Villa einige Merkwürdigkeiten. Obwohl es in der Gegend zahlreiche Einbrüche und Diebstähle gab, war dieser Fall anders als die anderen. Erstens war nichts aufgebrochen worden. Zweitens waren alle Wertsachen noch da, was durch die beiden anderen Kinder der Verstorbenen bestätigt werden konnte. Es schien, als sei der Täter absichtlich gekommen, um zu töten. Anstelle des typischen Bildes eines Raubüberfalls wurde etwas Dramatischeres entdeckt. Der Täter hatte das Paar so brutal ermordet, dass es den Anschein hatte, als wolle er sich für etwas rächen. Normalerweise hinterlassen Räuber keine solchen Spuren, und selbst wenn sie auf unerwünschte Zeugen stoßen, erschießen sie diese einfach, ohne sadistische Szenen zu inszenieren. All dies erschien verdächtig. Nachdem alle Zeugen befragt worden waren, fiel den Carabinieri erneut das seltsame Verhalten von Pietro auf. Im Gegensatz zu den anderen Kindern des Paares schien er überhaupt nicht traurig zu sein und machte sich keine Sorgen um das Geschehene. All dies wirkte verdächtig, wenn man bedenkt, dass er es war, der die schreckliche Szene im Haus entdeckt und die Leichen seiner Angehörigen gefunden hatte. Schon bei der ersten Begegnung mit den Ermittlern war in seiner Stimme Zittern und Zweifel zu hören. Aber konnte Pietro der grausame Mörder sein, der seine eigenen Eltern umgebracht hatte? Und vor allem, warum? Viele beschrieben Pietro als einen guten, einfachen jungen Mann, aber sein seltsames Verhalten veranlasste die Carabinieri, tiefer zu graben. Ziemlich schnell gelang es ihnen, eine neue Seite des 19-Jährigen zu entdecken. In der Stadt gab es nur einen Ort für Unterhaltung, nämlich eine Bar. In dieser Bar kannten alle den jungen Mann gut. Er war ein echter Prominenter, der angesagteste, stilvollste und beneidenswerteste Mann in der Stadt. Er liebte es, in Diskotheken anzugeben und zündete sogar Zigaretten mit 50.000 Lire-Scheinen an, was heute 25 € entspricht. Allerdings tat er dies nicht mit seinem eigenen Geld, da er arbeitslos war. Pietro verschleuderte einfach das Vermögen seines Vaters. Pietro wuchs in einer streng katholischen Familie auf,
besuchte das Priesterseminar und war ein Vorbild für viele. Allerdings brach er die Schule in der Oberstufe ab, nahm sie dann wieder auf und schloss sie mit Mühe ab. Das Gleiche geschah in der Landwirtschaftsschule, in die Pietro eingeschrieben war. Mehrmals versuchte er, eine Anstellung zu finden, aber er hielt nie lange durch. Alles war erfolglos. Damit erregte er den Unmut seiner Familie. Unter den anderen Stammgästen der Bar war er bekannt für seine Liebe zum Poker, seine flüchtigen Affären mit verschiedenen Frauen und sein Faible für Casinos. Pietro war der Jüngste in der Familie und das einzige Kind männlichen Geschlechts. Der Junge hatte 2 Schwestern, Nadja und Laura. Vielleicht dank seiner fürsorglichen Schwestern war er immer von Liebe und Unterstützung umgeben und wurde mehr als die anderen verwöhnt. Sein Vater sah in ihm seinen einzigen Nachfolger, seinen Erben. Aber entgegen den Erwartungen war der Junge nicht so fleißig wie sein Vater, was den Mann enttäuschte. Natürlich reichte all das nicht aus, um ihn zu einem Monster zu machen, das seine Eltern ermordete. Die Polizei brauchte etwas Gewichtigeres. Am Freitag, dem 19. April, wurde Pietro Maso erneut zur Polizeiwache vorgeladen. Nun interessierte die Ermittler nicht mehr die Chronologie der Ereignisse, sondern die Bestätigung des Verdachts gegen ihn. Bei der Durchsuchung der Villa fanden die Kriminalbeamten eine Jeans, die Pietro gehörte. An einem Hosenbein befand sich ein großer Blutfleck. Noch verdächtiger war ein Scheck über 25 Millionen Lire, der am 15. April 1991, 2 Tage vor dem Überfall, eingelöst worden war. Er war von der Mutter des Verdächtigen unterschrieben. Nach einer Überprüfung konnte festgestellt werden, dass Pietro selbst zur Bank gekommen war, um den Scheck einzulösen. Nach Angaben des jungen Mannes war das Geld für seinen Freund Giorgio bestimmt, der seiner Mutter oft im Haushalt half. Natürlich zweifelte die Polizei an seinen Aussagen, da das Gehalt und die Trinkgelder in Höhe von 13.000 Euro übertrieben erschienen. Als die Polizisten auf die Unstimmigkeiten hinwiesen, wurde der verdächtige Mann immer nervöser und begann sich in seinen Aussagen zu verheddern. Die Carabinieri mussten Pietro unter Druck setzen, damit der lokale Strolch redete. Gegen 23 Uhr am 19. April gestand er zunächst, den Scheck gefälscht zu haben. Danach erwartete die Ermittler eine schockierende Enthüllung. Pietro gab zu, seine Eltern zusammen mit seinen Freunden, dem 18-jährigen Paolo Cavaglia, dem 18-jährigen Giorgio Carbone und dem 17-jährigen Damiano Burato, umgebracht zu haben. Das Motiv für den Angriff war Geld. Er wollte einfach den natürlichen Lauf der Dinge beschleunigen und Erbe werden, bevor seine Eltern an Altersschwäche sterben würden. Seine Eltern setzten ihn unter Druck, versuchten ihn unabhängig zu machen, forderten ihn auf, sich einen Job zu suchen und erwachsen zu werden, aber er wollte sein Leben nicht erschweren. Er wollte einfach nur Spaß haben. Als die Ermittler ihn fragten, warum er beschlossen hatte, dass nur er das Geld bekommen sollte, folgten weitere schockierende Enthüllungen. Der Verbrecher hatte mindestens 2 Schwestern und weitere Verwandte, die Anspruch auf einen Teil des Erbes hatten. Pietro erklärte ohne Gewissensbisse, dass ihnen allen das gleiche Schicksal wie seinem Vater und seiner Mutter bevorstehe. Nach dem Doppelmord wollte er auch seine Schwestern und dann seine Komplizen beseitigen, um das Geld mit niemandem teilen zu müssen. Nach Pietros Geständnis wurden alle 3 Komplizen festgenommen. Sie gestanden ihre Tat so ruhig, dass selbst erfahrene Ermittler schockiert waren. Nach Angaben des Anführers und seiner Komplizen reifte der Plan, die Familie zu ermorden, etwa ein Jahr vor der Tat, und die endgültige Festlegung des Plans mit der Aufteilung der Aufgaben erfolgte einige Monate vor der Umsetzung. Pietro erzählte alles so ruhig, als würde er Sätze aus einem Film zitieren. Er erklärte völlig emotionslos, dass er keine enge Beziehung zu seinen Eltern und anderen Verwandten gehabt habe, er habe einfach nur Geld und ein unbeschwertes Leben gewollt. Auslöser dafür waren seine Abhängigkeit von verbotenen Substanzen, die er in großen Mengen konsumierte, sowie seine Spielsucht. An einem Abend, den er in Begleitung zahlreicher Frauen in einem Casino verbrachte, verlor er erneut und verschleuderte eine große Summe Geld. Da dachte Pietro an die Ersparnisse seiner Eltern, auf die er erst nach ihrem Tod Anspruch haben würde. Er rechnete alles durch. Es stellte sich heraus, dass sie mehrere Häuser, 11 Grundstücke, Bargeld im Safe sowie Konten mit Millionenbeträgen besaßen. Als ihm klar wurde, dass all dieses Geld ihm allein gehören könnte, schmiedete er einen Plan, den er seinen Freunden anvertraute. Der erste, der davon erfuhr, war Giorgio Carbone, ein Schulfreund des Verbrechers. Außerdem hatten sie kurzzeitig zusammengearbeitet, als Pietro einen Job in einem Supermarkt gefunden hatte. Giorgio stammte aus einer einfachen Familie,
Er hatte nicht die Möglichkeiten seines Freundes, träumte aber immer davon, reich zu werden und strebte nach dem leichten und unbeschwerten Leben, von dem Pietro ihm erzählte. Deshalb war es leicht, ihn zum Mord zu überreden. Der Anstifter nannte seinen Plan die Arbeit. Das war eine Art Codewort, aber es gab den Mördern eher das Gefühl, Mafiosi zu sein und ermöglichte es ihnen, Informationen vor ihrer Umgebung geheim zu halten. Im Herbst 1990 sprachen sie zum ersten Mal über die Arbeit. Pietro teilte ihm mit, dass er ihm die Hälfte des Erbes seiner Eltern geben würde, wenn er ihm dabei helfen würde, alle, die ihm im Weg standen, aus dem Weg zu räumen. Giorgio willigte sofort ein und stand unter seiner totalen Kontrolle, weshalb er ihm in allem gehorsam war. Am 11. Februar 1991, nur 2 Monate vor dem Mord, nahm Giorgio einen Kredit in Höhe von 25 Millionen Lire auf. Er wollte sich sein Traumauto kaufen und sofort damit fahren. Seine Schulden wollte er nach Erhalt des Geldes für den Mord an dem Ehepaar Maso zurückzahlen. Aber statt ein Auto zu kaufen, verspielten Pietro und Giorgio fast den gesamten Betrag für Glücksspiele und Vergnügungen. Giorgio hielt das für kein großes Problem, da sie ihren Plan in Kürze umsetzen würden und bald viel Geld haben würden. Damit könnten sie alle Ausgaben kompensieren. Als der gesamte Kreditbetrag aufgebraucht war, beschlossen sie, dass es Zeit war, den blutigen Auftrag auszuführen. Ursprünglich wollten die Verbrecher die ganze Familie auf einen Schlag beseitigen. Pietro war der Meinung, dass man Gasflaschen im Haus platzieren und es in die Luft sprengen sollte, wenn alle seine Verwandten darin waren. So könnten alle möglichen Erben auf einmal beseitigt werden. Zu diesem Zweck beschloss Pietro sogar, ein festliches Abendessen zu organisieren, zu dem er beide Schwestern einlud. Sie lebten bereits getrennt und sollten beide mit ihren Ehemännern kommen. Diese zusätzlichen Opfer hielten alle für gerechtfertigt. Der Plan wurde in die Tat umgesetzt. Alle versammelten sich zur Feier in der Villa, aber eine der Schwestern bemerkte die Gasflaschen. Sie fand es seltsam, dass an einer davon ein Timer angebracht war und irgendwelche Drähte herausragten. Sie erzählte es ihrem Vater, und gemeinsam mit den anderen Männern wurde die Sprengvorrichtung entschärft. Als Pietro zurückkam, fiel es ihm schwer, seine Enttäuschung darüber zu verbergen, dass alle noch am Leben waren. Er schaffte es, alle davon zu überzeugen, dass die Gasflaschen für Öfen benötigt würden, die im Freien betrieben wurden. Niemand hätte gedacht, dass Pietro vorhatte, alle umzubringen, und so glaubten sie ihm einfach. Nach dem ersten Fehlschlag wurde ein neuer Plan ausgeheckt. Nun sollten alle einzeln getötet werden. Die Mutter sollte als erste sterben. Pietro fuhr zusammen mit seinem Komplizen Giorgio die Frau zur Bank. Sein Kumpel sollte ihr auf den Kopf schlagen. Dazu saß er mit einem versteckten Stahlrohr auf dem Rücksitz. Danach wollten sie die Leiche loswerden, indem sie aus der Stadt fuhren und den Mord an ihrem nächsten Opfer planen. Als sie das Haus verließen, beobachtete Pietro die Lage und gab Signale im Rückspiegel. Giorgio brachte jedoch nicht den Mut auf, den Angriff auszuführen. Daraufhin beschlossen beide, weitere Freunde für ihr Vorhaben zu gewinnen. Damiano Burato war ein 17-jähriger Motorradfahrer. Die 100 Millionen Lire, die Pietro versprochen hatte, weckten sein Interesse. Paolo Cavalla stammte aus einer wohlhabenden Familie. Geld interessierte ihn wenig, aber Pietros Charisma faszinierte ihn. Er stellte den geplanten Mord als Gründung einer Mafiabande dar. Um Paolo zu überzeugen, schenkten sie ihm ein Mobiltelefon, eines der ersten Modelle, die überhaupt in Italien auf den Markt kamen. Die Tage vergingen. Es blieb wenig Zeit, um die Schulden bei der Bank zu begleichen. Um Zeit zu gewinnen, kam die Idee, einen Scheck zu fälschen. Alles war bereits am 15. April erledigt. Als sie erkannten, dass die Fälschung schnell auffliegen würde, beschlossen die angehenden Kriminellen in ihrer Eile, zu den Waffen zu greifen und die Masos zu beseitigen. Nach der Obduktion der Leichen wurde bestätigt, mit welcher Brutalität Pietro Maso seine Opfer angegriffen hatte. Insgesamt erhielten die Eheleute mehr als 15 Schläge. Dies geschah noch bevor Pietro das Haus verließ. Danach gingen die Verbrecher ruhig in eine Disco, um den ersten Schritt in Richtung Erbe zu feiern. Jetzt musste er sich als Opfer ausgeben und dann den Tod der Schwestern planen und ausführen. Bis zum Samstag im April gelang es den Ermittlern, das Verbrechen vollständig zu rekonstruieren. Die Komplizen wurden ins Gefängnis gesteckt. Zu diesem Zeitpunkt berichteten alle Nachrichtensender über diesen Fall. Die gesamte örtliche Gemeinde war schockiert darüber, dass 2 wunderbare Menschen nur deshalb ums Leben gekommen waren, weil sie von ihrem Sohn verlangt hatten, sich eine Arbeit zu suchen und nicht mehr auf ihren Kosten zu leben. Wie sich herausstellte,
waren sehr viele Menschen in die Diskussion über das Verbrechen verwickelt, darunter auch viel Ältere. Alle waren Stammgäste in Pietros Lieblingsbar. Er hatte sogar versucht, von ihnen herauszufinden, wo man einen Killer anheuern konnte. Bezahlen wollte er ihn mit dem Erbe seiner Eltern. Pietro sprach ganz offen mit Dutzenden von Besuchern darüber. Aber keiner von ihnen meldete dies der Polizei. Alle hielten es für einen dummen Scherz eines jungen Mannes und glaubten, er meine es nicht ernst. Am 23. April gingen die Einwohner der Stadt auf die Straße, um ihrer Empörung Ausdruck zu geben. Zu diesem Zeitpunkt wussten bereits alle von dem Verbrechen, das von 4 jungen Männern aus der Stadt begangen worden war, die alle als anständige Jungs aus guten Familien galten. Sie waren die Täter des schrecklichsten Verbrechens, das in der Gegend in den letzten Jahrzehnten begangen worden war. Danach wurden erschreckende Details des Mordes veröffentlicht. Antonio wurde 7-mal mit einem stumpfen Gegenstand geschlagen. Sein Schädel wurde zertrümmert, sein Kiefer gebrochen. Dadurch kam es zu starken Blutungen, an denen der Mann innerhalb weniger Minuten starb. Pietros Mutter wurde noch grausamer ermordet. Sie erlitt ähnliche Verletzungen. Die Kaltblütigkeit, mit der die Verbrechen begangen wurden, ließ auf eine gewisse Pathologie schließen, weshalb vor der Vorbereitung des Gerichtsprozesses ein psychiatrisches Gutachten angefordert wurde. Bei Giorgio wurde eine bestimmte Persönlichkeitsstörung festgestellt, aufgrund derer er sehr beeinflussbar und manipulierbar war. Die beiden anderen Freunde von Pietro erwiesen sich als einfach schwache Persönlichkeiten, introvertiert und schüchtern, weshalb sie sich leicht überreden ließen. Bei dem Anführer wurde eine schwere narzisstische und bipolare Störung festgestellt. Von allen hatte er die schwerste Abweichung, die leider nicht rechtzeitig erkannt und behandelt werden konnte. Dies erklärte sein Verhalten in der Gesellschaft und seine Handlungen gegenüber seinen Angehörigen. Vor dem Hintergrund dieses aufsehenerregenden Falls kam es zu zahlreichen Kontroversen. Sogar die Probleme Italiens in den 80er Jahren im Zusammenhang mit dem sozialen Bereich und der grassierenden Kriminalität kamen wieder zum Vorschein. Am 19. November 1991 wurde die endgültige Fassung des Falles veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Pietro noch hinter Gittern und erhielt zahlreiche Briefe. Zur allgemeinen Überraschung enthielten die meisten davon keine Flüche oder Anschuldigungen. Viele junge Menschen in Italien drückten ihre Bewunderung für die Tat des Jungen aus und schrieben, dass er richtig gehandelt habe, indem er seine ewig unzufriedenen Eltern getötet habe. Es gab sogar Hunderte von Briefen von Frauen, die ihn sehr mochten und ihn heiraten wollten. Pietro sah wirklich attraktiv aus. Er hatte schon immer keine Probleme im Umgang mit dem anderen Geschlecht gehabt, und nun hatte der blutrünstige junge Mann, der im ganzen Land bekannt geworden war, echte Verehrerinnen, die ihm ständig viele Briefe schrieben. All dies erforderte mehr Aufmerksamkeit seitens der Strafverfolgungsbehörden, insbesondere kurz vor Februar 1992, als der Beginn des Gerichtsprozesses angesetzt war. Vor dem Hintergrund der Unterstützung gewann Pietro nur noch mehr Selbstvertrauen. Ohne zu zögern gestand er zu Beginn des Prozesses erneut seine Tat und erklärte dies damit, dass seine Eltern ihm einfach kein ruhiges Leben ließen, und stellte sich als Opfer der Umstände dar. Am 18. Februar 1992 waren er, Giorgio und Paolo im Gerichtssaal anwesend. Sie alle waren volljährig, während das jüngste Mitglied der Bande, Damiano, auf seinen Prozess vor dem Jugendgericht wartete. Natürlich schenkten die Medien diesem Ereignis große Aufmerksamkeit. Der narzisstische Pietro benahm sich, als würde er auf den Laufsteg treten, was sowohl bei seinen Anhängern Bewunderung als auch bei seinen Gegnern Empörung hervorrief, insbesondere bei seinen Schwestern, die durch seine Gnade ohne Eltern geblieben waren. Sie waren bei der Verhandlung anwesend. Pietro zog sich während der Verhandlung sogar mehrmals verschiedene schöne Outfits an, um auf den Fotos besser auszusehen und noch mehr Aufmerksamkeit von seinen Fans zu bekommen. Als Pietro über das blutige Massaker sprach, zeigte er keine Emotionen. Er war völlig emotionslos, zeigte keine Reue und beschrieb detailliert die ganze Grausamkeit der Tat, als wäre es etwas Alltägliches. Der Mörder erzählte, wie sich alle 4 auf das Massaker vorbereitet hatten. Sie kauften spezielle blaue Overalls und Masken, nahmen Waffen in Form eines Eisenstabs, einer Lenkradsperre und mehrere Schlagstöcke mit. Gegen 23 Uhr kamen alle 4 zur Villa der Familie Maso, um sich für den Überfall vorzubereiten. Die Gruppe wartete im Dunkeln im 2. Stock auf die Rückkehr von Pietros Eltern. Antonio und Maria Rosa kamen pünktlich und betraten fast sofort das Haus.
Im 2. Stock versuchte Antonio, das Licht anzuschalten, aber es funktionierte nicht, da alle Glühbirnen zuvor herausgedreht worden waren. Als der Mann mehrmals den Lichtschalter betätigte, erhielt er einen ersten heftigen Schlag mit einem Eisenrohr auf den Hinterkopf. Dieser Schlag wurde von Damiano ausgeführt. Dann schlugen alle 4 Verbrecher mindestens einmal mit scharfen Gegenständen auf den Mann ein und zerschmetterten ihm den Schädel. Er fiel bewusstlos zu Boden. Als Nächste betrat Maria Rosa das Haus. Sie ging in den 2. Stock und wurde sofort von ihrem eigenen Sohn auf den Kopf geschlagen und fiel zu Boden. Trotz ihrer Verletzungen gab die Mutter nicht auf. Die Frau blutete stark, kroch aber weiter in Richtung Wohnzimmer. Die Verbrecher waren erschöpft, deshalb nahm Giorgio eine Plastiktüte und stülpte sie ihr über den Kopf. Die jungen Männer stellten sich mit den Füßen auf den Hals der Frau, um sie am Atmen zu hindern, aber das funktionierte nicht. Da stopfte Pietro seiner Mutter Watte in den Mund, was den Prozess beschleunigte. Dann machten sie sich daran, den Vater auf die gleiche Weise zu töten und warteten, bis beide verblutet waren. Die Verbrecher wollten sicher gehen, dass beide tot waren. Insgesamt dauerte der Mord etwa 1 Stunde. Anschließend wuschen sich die angehenden Mafiosi im Badezimmer das Blut ab, inszenierten einen Raubüberfall, in dem sie Möbel und Gegenstände herumwarfen, und entsorgten die Tatwaffe. Als sie fertig waren, fuhren sie ganz ruhig nach Verona in eine Disco. Nach ihrer Rückkehr wandte sich Pietro an die Polizei. Der Sohn der Opfer gab eine so detaillierte Beschreibung der Tat, dass alle Anwesenden im Gerichtssaal entsetzt waren. Es war offensichtlich, dass es sich um einen vorsätzlichen Angriff handelte und dass sich alle 4 der Situation voll bewusst waren. Die Brutalität dieser Tat warf jedoch große Fragen hinsichtlich der psychischen Verfassung der Mörder auf. Genau diese Fragen wurden zum Streitpunkt im Prozess und sowohl von der Anklage als auch von den Verteidigern intensiv diskutiert. Die Staatsanwaltschaft war der Ansicht, dass Pietro Maso seine Schuld nur mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe sühnen könne. Für Giorgio wurden 28 Jahre und für Paolo 30 Jahre gefordert. Die endgültige Entscheidung sollte am 29. Februar 1992 fallen. Alle jungen Männer wurden des Mordes 1. Grades für schuldig befunden. Das Gericht entschied, dass der Anstifter der Tat keine lebenslange Haftstrafe verdient. Es beschränkte sich auf 30 Jahre Gefängnis. Seine Unreife und seine festgestellte psychische Störung wurden berücksichtigt. Diese Entscheidung löste Proteste aller Betroffenen aus, insbesondere der Schwestern. Im März desselben Jahres versuchten beide, eine lebenslange Haftstrafe für ihren Bruder zu erreichen. Nadja und Laura schrieben einen offenen Brief, um eine Revision des Verfahrens zu erreichen, aber sie stießen bei den Justizbehörden auf wenig Begeisterung. Etwa 1 Jahr später antwortete Pietro ihnen. Zum ersten Mal bat er um Vergebung für seine Tat und erklärte, dass ihm zuvor einfach der Mut dazu gefehlt habe. Der Mörder erklärte, dass er die Verbüßung seiner Strafe als einzige Möglichkeit sehe, zumindest einen kleinen Teil seiner Schuld zu sühnen. Der junge Mann sagte, dass er während seiner Jahre im Gefängnis endlich seinen Fehler erkannt habe. Nun hoffe er, dass es ihm gelingen werde, wieder Kontakt zu seinen Angehörigen aufzunehmen. Als Geste des guten Willens verzichtete Pietro vollständig auf jegliche Erbansprüche. Die Schwestern sahen darin jedoch nur einen weiteren Versuch, ihnen Sand in die Augen zu streuen, da er durch die Verurteilung wegen Mordes an seinen Eltern ohnehin alle Rechte auf das Vermögen verloren hatte. Da er keine Antwort von seinen Schwestern erhielt, wandte sich Pietro hinter Gittern der Religion zu. Es schien, als hätte er den Weg der Besserung eingeschlagen. Er besuchte Theaterworkshops und verrichtete bereitwillig verschiedene Arbeiten, die er in Freiheit nie gemacht hatte. Im Jahr 1996 schickte Pietro einen Brief an den Bischof, in dem er schrieb, dass er Reue empfinde und Gott um Vergebung bitte. Der Bischof begab sich sogar ins Gefängnis, um mit dem jungen Mann zu sprechen und die Gründe für den Mord an seinen Eltern zu verstehen. Der Papst selbst rief Pietro an und nahm ihm die Beichte ab. Damit war die Geschichte jedoch noch nicht zu Ende. Im Oktober 2008 wurde er am Stadtrand von Mailand gesehen. Nach 17 Jahren erhielt Pietro das Recht, das Gefängnis zu verlassen. Grund dafür war die Beurteilung seines emotionalen und psychischen Zustands. Man kam zu dem Schluss, dass Pietro hart an sich gearbeitet hatte und sich wirklich zum Besseren gewandelt hatte. Bereits 2013 endete seine Haftstrafe. Pietro wurde auf Bewährung entlassen, ließ sich in Mailand nieder, heiratete und ließ sich später scheiden. Der Mann erhielt aufgrund seines geringen Einkommens Sozialhilfe.
Eine Zeit lang arbeitete er bei einem katholischen Radiosender, veröffentlichte zusammen mit einer Journalistin ein Buch über sein Leben und sein Verbrechen, sowie über die 22 Jahre, die er hinter Gittern verbracht hatte. Anschließend fand Pietro eine Stelle als Gärtner, gab häufig Interviews, in denen er über seine Vergangenheit reflektierte, und organisierte Veranstaltungen zur sozialen Wiedereingliederung in einer gemeinnützigen Organisation. Im Jahr 2016 begann Pietro, verbotene Substanzen zu konsumieren und bedrohte seine Schwestern, die sich an die Polizei wandten. Er wurde zur Behandlung in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Ermittlungen ergaben, dass Pietro versehentlich eine Nachricht an seine Schwester geschickt hatte, die eigentlich für seinen Schuldner bestimmt war. Da keine böswillige Absicht vorlag, wurden die Erpressungsvorwürfe gegen ihn fallen gelassen. Eine Zeit lang lebte der Mann in Spanien und arbeitete als Kellner. Kürzlich wurde bekannt, dass ihm 2020 eine reiche, alleinstehende Frau ihr gesamtes Vermögen in Höhe von 850.000 Euro vermacht hat. In ihrem Testament erklärte die Frau, dass sie ihm eine Chance geben wollte, ein ehrliches Leben aufzubauen. Wahrscheinlich hat sie Pietros Auftritt im Fernsehen dazu bewogen, als er erneut die Geschichte des Verbrechens erzählte und seine Sünden bereute. Es ist nicht bekannt, ob er das Erbe angenommen oder abgelehnt hat. Sicher ist nur, dass Nadia und Laura ihm nie vergeben haben. Seine Komplizen Giorgio und Paolo wurden zu 26 Jahren Haft verurteilt, der minderjährige Domiano zu 13 Jahren. Alle sind bereits wieder auf freiem Fuß. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.